Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund den neuen Ford Focus Mk4. Im heutigen Video geht es darum, wie wir bei der elektrischen Heckklappe den Fußsensor nachrüsten. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie man die elektrische Heckklappe nachrüstet. Für diejenigen, die das Video nicht kennen, verlinke ich euch hier oben in dieser Infokarte. Das Nachrüsten war notwendig, weil Ford von Werk aus beim Fließheck keine elektrische Heckklappe anbietet. Die gibt es nur beim Turnier bzw. halt Kombi, so nennt es ja Ford. Und nachdem die elektrische Heckklappe ja eingebaut war und auch funktioniert, kam jetzt so das i-Tüpfelchen, nämlich das Ganze mit dem Fußsensor zu verbinden. Wie das Ganze dann aussieht, blende ich euch jetzt ein. Wie ihr seht, die elektrische Heckklappe funktioniert über den Fußsensor. Man kann also die elektrische Heckklappe aufmachen sowie auch zumachen. All das verlinke ich euch wie immer unten in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Und jetzt nochmal ein paar Details, wie das Ganze denn jetzt tatsächlich funktioniert. Also hat man keinen Schlüssel dabei, kann man natürlich über den Fußsensor die elektrische Heckklappe nicht öffnen. So soll es natürlich auch sein. Das Ganze funktioniert nur, wenn man natürlich den Schlüssel bei sich hat über Keyless Entry. Das ist also damit gekoppelt. Hat man den Schlüssel dabei, ja, kann man über den Fußsensor dann auch die elektrische Heckklappe ganz normal öffnen. Zusätzlich ist es noch so verkabelt, dass natürlich die elektrische Heckklappe während der Autofahrt nicht aktiv ist. Sprich, sie kann nicht unabsichtlich irgendwie auf- oder zugehen. Jetzt, wo ihr wisst, dass das Ganze funktioniert, wie es funktioniert, blende ich euch mal ein, wie man das Ganze denn jetzt einbaut und verkabelt. Zuallererst müssen wir wie immer an den Sicherungskasten und dort greifen wir 12 Volt ab, sowie das Signal vom Kofferraumgriff. Dort ist ein braunes Kabel und dieses müssen wir anzapfen, damit ja der Fußsensor quasi den Griff simuliert. Und links greifen wir an Sicherung Nummer 24 und Sicherung Nummer 3 12 Volt ab und unten entsprechend die Masse. Danach verlegen wir das Kabel. Wie man das Kabel vorne verlegt, habe ich euch ja gezeigt. Hier hinten geht es halt nicht hoch, sondern wir gehen hinter den Sitz und kommen dann auch schon im Kofferraum raus. Dort, wie immer, stopfen wir das Kabel unter die Verkleidung. Die muss nicht mal abgemacht werden, einfach nur unten drunter schieben. Das geht relativ simpel und einfach, wie ihr seht. Dann nehmen wir hier diese Abdeckung ab, weil dort hinten dran müssen wir das Kabel verlegen. Und im nächsten Schritt geht es auch schon unter das Auto. Dort gibt es eine Durchführung, wie ihr seht, blende ich euch jetzt hier mal ein, um welche es genau geht. Dort, das schneiden wir ab und stecken dann das Kabel dort durch. Hierzu nochmal ein fixer Stab, den ich von unten nach oben durchgesteckt habe und er kommt dann hier oben raus, wie ihr seht. Da ist er. Und über diesen Stab werden wir dann gleich das Kabel halt durchziehen. Zuerst müssen wir aber das Kabel von unten nach oben bekommen. Hierzu habe ich hier diesen flexiblen Schlauch genommen und das Kabel dann einfach von unten nach oben durchgezogen. Ist das geschehen, kommt dann auch schon der Stab. Dort befestigen wir dann ebenfalls unser Kabel wie immer ganz, ganz fest hier in diesem Fall, weil die Durchführung unter dem Auto ist ein bisschen eng. Ist das Kabel dann halt durchgezogen, sieht es dann so hier aus. Wie gesagt, konnte ich aufgrund der Enge nicht filmen, aber einfach durchziehen und dann kommt das Kabel unten raus. Bei dem eigentlichen Sensor ist das hier dabei, der Sensor, 2 Schrauben und eine Schablone, um da gegebenenfalls vorzubohren. Die weiße Seite gehört nach unten, falls ihr euch fragen solltet. Und ist das Kabel verlegt, zeige ich euch dann auch gleich, wie das verlegt ist, wird auch schon der Sensor dann auch angeschlossen. Der ist mit einer Dichtung versehen und dann nochmal fest zugeschraubt, kann also absolut nichts passieren. Und zu guter Letzt dann hier dieses Kabel auch mit Kabelbindern an den anderen Kabeln, die da schon existieren, befestigt. Kann man jetzt nicht wirklich gut sehen, aber das Kabel ist jetzt mit Kabelbindern da oben an den anderen Kabeln befestigt. War ein bisschen Fummelarbeit, gebe ich zu, aber so sieht das Ganze nachher aus. Und hier ist dann auch der Sensor, wie gesagt, mit der weißen Fläche, das ist die sensitive Fläche, nach unten. Wie ihr gesehen habt, die Verkabelung relativ simpel, relativ einfach.
Mir war es hier nicht möglich, aufgrund der räumlichen Enge zu filmen und die eigentliche Arbeit durchzuführen, so wie ihr es ja eigentlich kennt. Deshalb unter dem Auto habe ich euch dann zum Schluss nochmal gezeigt, wie das Ganze denn jetzt tatsächlich aussieht. Wo ihr diesen Fußsensor jetzt platziert, links, rechts, ist natürlich euch überlassen. Im Idealfall vielleicht sogar in der Mitte, konnte ich bei mir nicht, weil dort die Anhängerkupplung ist. Gut, das war es zu diesem Video zum Nachrüsten des Fußsensors bei der elektrischen Heckklappe. Falls euch das Video gefallen hat, wie immer Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!